mattina mi son deciso, io ti lascio il mio bel paese per trovare, per averti qui con me. Sto morendo ma ti cerca amore mio, io sto arrivando. Wenn man jetzt noch um die Ecke geht, sieht man noch den Kaiserstuhl. Also Staufen mag ja auf der Landkarte klein sein. In Sachen Lebensqualität, da ist Staufen ganz vorne mit dabei. Hier trifft einfach Baden auf französische Küche, auf die Schweizer Einflüsse und vor allem ist Staufen der perfekte Start für meine Reise. Dolce Vita im Markgräfler Land. Kleine Bächlein, eine historische Altstadt. Staufen ist ein Bilderbuchstädtchen und das Tor zum Markgräfler Land. Unbedingt anschauen. Und das erste Mal in Staufen? Nein. Wiederholungstäter. Wiederholungstäter. Rhetorische Frage, warum? Ruhe. Du kennst dich ein Stück weit aus. Das ist schön im Markgräfler Land, ganz einfach. Ja. Es ist schon schön, gell? Ja. Oh Gott, das ist so schnuckelig. Morgen, hallo. Hallo. Dieser Marktplatz ist ja, der ist ja so süß. Das gibt's ja gar nicht. Die Toskana Deutschlands wird das Markgräfler Land genannt. Ich fühle mich jetzt schon wie im Urlaub. Aber eins fehlt noch. Und ich brauche natürlich noch den passenden italienischen Begleiter. Klaus, ich grüße dich, Johannes. Johannes, hallo. Hi, oh, das ist ja richtig schönes rote Baby hier. Ja, ganz Die Lady traditionell in Red. rot. Das muss man direkt Italienisch. erklären. Klaus vermietet Vespas oder Wespen, wie sagt man? Wespen. Wespen im Markgräfler Land. Und mit dem roten Schmuckstück darf ich eine Woche unterwegs sein. Ja, gerne. Stell mal ganz kurz vor. Das ist, die hat einen kleinen Motor, weil ich darf nichts anderes. Die hat einen kleinen Motor mit 50 Kubik und 3 PS aufgrund des nicht vorhandenen Führerscheins. Ja, fährt maximal 45 km/h, aber das reicht, behaupte ich mal, hier für das Markgräfler Land auch aus. Du wirst, gehe ich mal auch davon aus, dass du Nebenstrecken fährst, ganz, ganz gemütlich und in der Art und Weise oder auf diese Art und Weise auch mal das Markgräfler Land auf eine andere Art kennenlernst. Ich finde das immer so schön. Ich habe es ja schon von Weitem gesehen. Und ich weiß gar nicht, warum das so ist. Du siehst so eine Vespa, du siehst die knallige rote Farbe. Irgendwas macht das mit einem. Also es ist halt mehr als nur ein Kfz, oder? Also Es ist ein Lebensgefühl, es ist eine Einstellung. ich würde vielleicht eine Mini-Runde mal kurz drehen, Ja, klar. damit da nichts schief geht. So. Ah ja, guck mal. So. Das geht doch gut. So, Entschuldigung. Und wie machen die Italiener? Würden jetzt richtig Gas geben, oder? Ja. Das ist dann so. Oh. Lässt du mich auf die Straße? Definitiv. Du Definitiv. fährst du ein Ründchen mit mir. Hast du Lust? Ja. Also, die Vespa ist startklar und vor uns liegt eine richtig schöne Route. Heute geht's um ganz viel Dolce Vita. Wir sind im südwestlichsten Zipfel Deutschlands unterwegs, im Markgräfler Land. Picknicken auf dem Kastelberg mit Sterneköchin Dus Steiner. Gehen in Heitersheim auf Schatzsuche mit Trüffelhund Luna. Backen in Bamlach badische Pizza. Und wir cruisen mit Oldie Vespas zu den alten Römern nach Badenweiler. Und erfahren auf Mülheims schönstem Blumenfeld, warum der Gutedel den Markgräflern heilig ist. Markgräfler Land, wir kommen! Warum ist die Vespa so das perfekte Fortbewegungsmittel fürs Markgräfler Land? Weil das Markgräfler Land ist ein bisschen hügelig. Du hast, je nachdem, wo du unterwegs bist, einen wunderschönen Blick rüber in Richtung Vogesen. Und aufgrund der Konstellation hier mit den Nebenstrecken, da ist nicht so viel Verkehr mit Autos, kannst du einfach genießen. Mein lieber Klaus, dann vielen Dank, ja? Danke.
Arrivederci, Klaus. Wir sehen uns später wieder. Mich zieht's jetzt erstmal an einen Ort, an dem Genuss ganz groß geschrieben wird, nach Sulzburg. Hier gibt es Weinberge, ein malerisches Städtchen und den Hirschen, eine Institution im Markgräfler Land, das Reich von Dus Steiner. Habt ihr die Magnolien noch? Wie sind die? Deutschlands erste 2-Sterne-Köchin. Schon Dus Vater war Sternekoch. Und der Hirschen ist ein Familienbetrieb durch und durch. Auch ihr Mann und ihre Tochter stehen mit in der Küche. Sie sagt, ich liebe Kochen. Und das sieht, das schmeckt und das spürt man. Und ich habe Glück, dass Dus auch das Vespa-Fahren liebt. Genauso wie Tochter Justine. Na? Hallo, danke für die Zeit. Ja, gerne. Freue mich drauf. Johannes, hi. Hi, Dus. Hi, ach Justine, schön, dass du da bist. Hi. Das heißt, wir gucken uns zusammen heute eure schönsten Orte an. So ist es. Oh, und ihr habt was zu essen mitgebracht, das Ja, finde ich super. das gehört ja wohl dazu. So, guck mal, ich habe extra ausgeräumt hier. Cool. Da können wir ja alles da reinmachen. So. Ja, passt ja alles rein, oder? Ja. So. Das klappt, oder? Geht's bei euch? Ja. Okay, super. Gegessen wird später, denn als erstes will mir Dus in Sulzburg noch einen ihrer ganz besonderen Lieblingsplätze zeigen. Er liegt gleich um die Ecke. Ein Ort voller Erinnerungen. Und warum sind wir jetzt genau hier? Warum der Ort? Also ich finde, es ist ein unheimlich schöner, beruhigender Ort. Die St. Cyriak, 1000 Jahre alte Kirche, eine der ältesten in Deutschland. Aber es verbindet mich auch ganz viel so Geschichte hier drin, Familiengeschichten. Das heißt, in welche Richtung geht es? Es könnte Hochzeit sein, Taufe? Was könnte... Ja, also Hochzeit auch, aber also zuerst war es mal so, dass im Opferstock ein ganz netter Brief war und der Pfarrer zu meinem Vater kam und den Brief gebracht hat und da stand drauf, der Steiner kocht so gut, er soll 100 Jahre alt werden. Also total nett und das haben wir dann auch bei uns im Restaurant so aufgehängt. Ja, und die zweite Geschichte ist, mein Mann und ich, wir haben hier geheiratet. Aber ich finde, die Kirche hat auch was total Modernes. Ja? Hier stehen nicht so Steinbänke überall rum, du hast hier die Stühle, du kannst dich überall hinsetzen. Ich finde, das ist... Ja, ist auch unheimlich schön restauriert, so ganz schlicht und... Es ist nicht so pompös, gell? Das finde ich Genau. ganz gut. Ich finde, es wirkt zugänglich. Hier geht's weiter. So ein bisschen mystischer irgendwie. Ja, es hat was. Ja, Ja, es hat wirkt was. so. Um den nächsten Lieblingsort der beiden zu erreichen, geht es steil nach oben, mitten rein in die Weinberge. Und die Vespas müssen ganz schön schnaufen. Rauf auf den Kastelberg. Ob mit Vespa oder zu Fuß, der Aufstieg lohnt sich auf jeden Fall. Was ist das für eine schöne Aussicht hier? Super. Perfekt. Aber die Aussicht wird immer besser hier oben, hey. Ja, warte mal ab, bis wir da vorlaufen. Oh. Mal, guck mal, das ist übrig geblieben von unserer Zitronenmelisse. Warte. Ja, wir hatten eigentlich vor, dass wir noch ein bisschen Kräuter sammeln, aber es ist nicht mehr so viel da jetzt, oder? Nee, wir haben hier alles gemäht. Aber es ist jetzt auch bald zu Ende mit Kräuter. Die kommen ja im
Herbst dann wieder, die Ja. Wildkräuter. Wenn man auf verschiedene Stellen guckt, das ist jetzt alles an Melisse. das ist noch da. Aber weißt du, was cool ist? Man kann noch dran riechen. Ist das noch so? Oh ja, aber die hat aber ein gutes Aroma, Ja. oder? Aber ist jetzt halt nicht mehr schön, das sieht man auch. Aber ihr macht das tatsächlich, oder? Also für die Sterneküche. Ja, dass ja. ihr rausfahrt und dann... Ja, wir haben viele verschiedene Stellen, unter anderem auch hier. Das sind so ganz fette Wiesen zum Teil, wo wir wilden Sauerampfer haben. Dann Aber auch vom Wald Brennnessel haben wir auch ganz viel. Brennnesseln, Sauerklee. Und die schaffen es auch ins Menü quasi, Die richtig? schaffen es. Wir haben im Moment noch Wildkräuter-Ravioli mit Wildkräuter mariniert und Holunderblütenschaum. Super. Und vor allem habt ihr natürlich hier einen sensationellen Ausblick, oder? Genau, So. also das ist wirklich traumhaft. Das ist, da oben ist eben der Schwarzwald. Ja. Ja. Dann haben wir hier das ganze Markgräfler Land. Da hinten ist dann Müllheim und so. Dann kommt die Rheinebene. Das da hinten, oder? Ja, also praktisch die ganze Ebene bis zu den nächsten Bergen dort. Das sind die Vogesen. Ah, da hinten, okay. Also Frankreich drüben. Ja, und dann geht es so ganz rüber. Und wenn man jetzt noch um die Ecke geht, sieht man noch den Kaiserstuhl, Breisgau. Und das Schöne ist an dem Platz hier, das ist also jeden Tag anders. Also auch im Regen kann das hier spannend sein. Das glaube ich, wenn es so ein Ja. bisschen mystischer wird, wenn die Wolken aufziehen, es neblig wird, Ja. oder? Jetzt warst du ja ein Jahrzehnt die einzige Zwei-Sterne-Köchin. Ist das etwas, was du... Ist das für dich ein Thema? Also, oder... Nee, Nee? Also für mich ist eigentlich das, was ich halt mache, ist meine Leidenschaft. Ich sage immer, ich lebe das, was ich auch mache. Also ich esse unheimlich gerne, ich habe gern gute Weine, ich habe gern Kultur, Musik, Kunst. Das sind alles Dinge, die mich unheimlich inspirieren. Und ich bin halt auch so drin aufgewachsen, genauso wie in der Sterneküche. Mein Papa war ja auch Sternekoch, ja, und waren immer viel essen. Ich habe in meinem Leben nie schlecht gegessen. Und ich glaube, genauso Ich hab's ist auch Ähnliches mitbekommen. mit ihr. Genau so. Du warst ja auch im Ausland die letzten Jahre, oder? Was hast du alles gemacht? Also ich habe auch eine Ausbildung zur Köchin gemacht, bei uns zu Hause. Und dann war ich ein Jahr in Spanien, Belgien, in Stockholm ein bisschen. Und jetzt, glaube ich, so seit 1,5 Jahren oder so wieder zu Hause. Und jetzt mache ich morgens noch Küche, abends jetzt Service. Und jetzt ein bisschen in Wein, vielleicht noch eine Sommelier-Ausbildung. Genau, so ist es gerade entstanden. Wenn ich picknicke, sieht genau so aus. Also genau so. Ja, wunderbar. Dann guten Appetit. Ja, guten Appetit. Ja, gerne. Aber ist das so, dass ihr als Familie auch mal zusammen picknicken geht? Oder machen wir das jetzt nur fürs Fernsehen? Also früher haben wir das schon oft gemacht. Aber dann- sonntags frühstücken wir immer so. Genau so in dem Maße. Ja? Wenn alle Gäste dann weg sind, sitzen wir immer alle zusammen. Toll, also das Team ist dabei, nicht nur die Familie. Wobei bei euch ist ja Team quasi auch Familie so ein bisschen, oder? Ja, Ja. wir sind eine große Familie. Weil ihr beide seid schon ein richtig gutes Team, oder? Total. Das ist ein Privileg, sage ich eigentlich. Also es ist total, ich genieße das auch. Aber das war schon immer bei uns, dass wir einfach alle sehr offen miteinander kommunizieren. Ich glaube, das ist einfach das Wichtigste. Aber das ist ja auch ganz interessant, dass du nach deiner ganzen Zeit im Ausland und nach all dem, was du gesehen hast, hast du trotzdem gesagt, ich komme zurück ins Markgräfler Land. Du hättest ja auch irgendwo in Spanien bleiben können. Aber irgendwas hat mich wieder zurückgezogen. Und ich muss sagen, ich genieße jetzt irgendwie auch die Freiheit zu sagen, hier kann ich machen, was ich möchte. Also dass wir einfach als Familie da kreativ sein können mit Visionen und man so sein eigenes Ding da einbringen kann. Das war schon immer so in mir drin auch. Ja, was alles im Leben kommt, weiß man ja nie. Aber ja, ich liebe es gerade, so wie es ist. Darf ich vorstellen, Jawohl, so ist fein. Luna, die Superspürnase, auf der Suche nach dem schwarzen Gold. Und such. Jawohl, so ist fein. Such. Super. Wird hier schon angeschlagen, oder was? Nee. Luna ist schon hier am Gucken und Machen. Ja, die ist fleißig am Suchen. Aber wie ist das? Trüffel sind Pilze, ja? Trüffel sind Pilze. Okay. Und also warum wachsen die jetzt genau hier? Also ich habe hier einen Haselnussbaum, kann ich ja auch zu Hause. Aber da kommen Richtig. keine Trüffel raus. Nein, aber das sind spezielle Haselnussbäume, die wurden mit den Trüffelsporen beimpft und angezogen. Und wir haben die quasi als ganz kleine Pflänzchen gekauft bei jemandem, der das professionell macht. Und dann diese Plantage angelegt. Und kann jeder zu Hause sich so einen geimpften Haselnussbaum kaufen und hat dann auch Trüffel zu Hause? Das können Sie machen, aber dann müssen Sie auch einen
Trüffel runterzumachen. Ach so, ja gut, da wird schon schwierig. Sonst findet man die Trüffel nämlich nicht. Mir war das ja gar nicht so klar, dass das Markgräfler Land auch so eine Trüffelregion ist. Liegt das am Boden oder ist das Klima? Warum ist das so? Beides eigentlich. Ja. Ne? Also hier ist das perfekte Klima. Das Weinbauklima ist super für den Trüffelanbau. Und dann halt die Böden. Die müssen Kalk haben. Und diese Lössböden, die wir hier in der Region haben, eigentlich hier so im ganzen Rheintalrand vor allem, die sind für den Trüffelanbau hervorragend geeignet. Genau. Ja, wie viele Bäume stehen jetzt hier bei euch? Das sind etwa 600. Und wie viel Trüffel kommen da raus? Also Das ist nun wirklich schwer zu beschreiben. Ja. Keine großen Mengen. okay. Gerade so, dass wir es für die Strauße anbieten konnten. So. Super. Feine Maus. Okay, jetzt, Jawohl. Ja, such. Ja, zeig ihn mal. Ja, wie ist er? Zeig mal. Ja, los. Manchmal gräbt sie es, aus. Was? Oh. Nee, ein Trüffel. Oh, hey, Du kleiner Schnu. Du Schlawiner. kleiner Frechdachs. Ja, hast du dir verdient. Ja, super gemacht. Was gibt's jetzt? Jetzt gibt's Leberwurst Na, aus der also, Tube. hat sich doch gelohnt, Leberwurst. Ja, Mama, magst du das machen? Na komm. Oh, jetzt. Ich will es jetzt nicht kaputt machen. Ja, ist okay. Komm mal her, Luni. Du bist so fein gemacht. Ich muss ein bisschen die Erde drumherum wegmachen. Ja. Und das hängt hier noch ein bisschen an der Wurzel. Gut gemacht. Da ist er. Ach, guck. Ja, ist auch eine Menge Dreck noch. Ja, ist doch Ja, und schön. da sieht man, wo praktisch doch die Wurzel lief dadurch. Ne? Also frischer geht's nicht, oder? Zeig mal. Das ist jetzt auch alles so an einer ähnlichen Stelle. Deshalb verweilen wir auch ganz gerne mal, weil manchmal ist da auch noch mehr. Sind noch mehr. Ne? Also die hat jetzt vielleicht so geschätzt 15 bis 20 Gramm. Ja? Also damit könntest du jetzt eine schöne Pastaportion machen. Also ja? brauche ich noch ein paar Mit so Trüffel. 20 Gramm ist schon mal gut. Einen großen Freundeskreis einladen reicht nicht. Okay, nee. Ja? Aber das ist dann halt auch lecker. Hat aber auch seinen Preis. Eine 20 Gramm Knolle Burgundertrüffel kostet zwischen 6 und 24 €, je nach Qualität und Saison. Da hast du einen gefunden. Jetzt Klasse. haben wir noch einen Was ist passiert? Ohne Hund. Nee, was? Den grad- Haben Sie den gerade grad den so größten schwarz. Trüffel von allen gefunden? Ja, genau. Da grad, ne? Quatsch. Ja, doch. So. Guck mal. Super, oder? Jetzt hast du mir gerade erzählt, ich brauche einen vierbeinigen Ja, Freund. und Das jetzt stimmt findet- überhaupt nicht. genau, jetzt Mir findest du- reicht hier ein zweibeiniger Freund. Genau. Ach, der ist ja gigantisch. Das ist ja ein richtig dicker Brummer. Ja. Super. Ich traue mich gar nicht zu fragen, aber kann man theoretisch ihn mal, ich weiß nicht, anschneiden? Geht sowas? Oder? Ja, klar. klar. Also, da ist ja eine Stelle, die nicht ganz so gut ausschaut, aber hier gucken wir mal vorsichtig, was rauskommt. Oh ja. guck. Also, man sieht, Ist schön marmoriert. ja, Im Moment noch sehr hell. Zum späteren Zeitpunkt ist es einfach dunkler marmoriert. Genau. kann dann so kaffeefarben werden. Ja. Ne? Also später in der Saison werden die automatisch dunkler und auch aromatischer. Also dunkler heißt aromatischer. Geht meistens, hängt es Ja. zusammen. Ja? Oh ja. Also man riecht oh jetzt Gott, schon- das ist ja viel intensiver als vorher. Ja. Deutlich, Ja. deutlich. Ne? Und Darf ich noch einmal? Ja, ja, klar. Weil wenn es nichts kostet, mache ich es. Reinbeißen Oh, kriegt ja, doch nichts. okay. Aber es kommt jetzt dieses nussig-pilzig-erdige, kommt jetzt schon ganz ordentlich raus. Ne? Guck mal, das hast du richtig gut gemacht Ja, heute, toll, Luna. das ist ja Super. klasse, Maus. Unsere Heldin. Toll. Ja, nein, das wird Kleiner Feinschmecker. Leberwurst. Kleiner Feinschmecker. Und ich habe natürlich auch noch eine Kleinigkeit abgestaubt. Ein kleines Gastgeschenk für meine nächste Verabredung. Für Susi. In ihrem Backhäuschen in Bamlach backt Susi eine uralte Markgräfler Spezialität. Was ist los? Helft ihr mit, oder? Okay. Bist du zufrieden? Ist heiß genug, oder? Sehr heiß. Sehr. Jetzt müssen wir sauber machen. Gut. Ja, Das hier vorne lasse ich, oder was? das lasch. Darf ich auch professionell aussehen? Ja. Guck mal an. So. Lass mal hier den hier. Ja, diesen hier. Ganz langsam, sachte, sachte, sachte. Mit Gefühl. So. Jetzt darf ich Öl nehmen, oder? Jetzt Öl, ja? Und wie ist Aber das? das machen wir mit Perlenlöcher, sonst bleibt das Öl nicht drin. Aber was wir jetzt gerade machen, das können Urlauber bei dir machen, oder? Ja, Man kann diese klar. Kurse. Wie oft finden diese Kurse statt? Wie komme ich da rein? Wenn du dich anmeldest, ab 5 Geht's los. Personen, ja, machen wir Aber wir machen ja nicht nur Schaweie, Nein. sondern Brot, ich lerne es nicht mehr, gell? machen noch Ich lerne es Brot. nicht mehr. Gell? Schar,
Schaweije. Schaweije. Bei diesen Kursen, ach wegen meinem Kopf, bei diesen Kursen gibt es aber nicht nur das, Sondern nach Wunsch. nach Wunsch, okay. So, und jetzt kommt das. Kümmel und Salz. Guck mal, reicht das? Ja. Reicht das? Sehr schön. Okay. Ist fast ein wenig viel, aber es geht. Ist zu viel? Darfst du essen. Wird gemacht, wird gemacht. So. So, jetzt einschießen. Achtung. Nicht zu weit hinten, Mitte wieder. Hier. Ja, mach mal. Ja. Ah, super. Hervorragend. Wird immer Au! besser. Hab ich vergessen, Ja, dass es so heiß ist. Mann, oh Mann. Ey, hab ich vergessen jetzt. Ich hatte auch mal einen, der hat, habe ich gesagt, die Pizza drehen. Ja. Und der hat sich dann gedreht. Nichts wie rein. Perfekt. Warte mal. Okay. Oh, guck mal. Boah. Na, wie die schön dampft die und dampft. Guck mal. wie das Öl noch brutzelt. Jetzt stelle ich die mal. Achtung, Achtung, Hier, Achtung. schau, hier. Wie, was? Hier. Ach so. So. Das Markgräflerland, was macht's besonders? Warum soll man hierher kommen? Also wir sind die Toskana Deutschlands. Ja, aber das habe ich gelesen. Aber ist das jetzt total abgenutzt, so abgedroschen? Nee, wirklich? nein. Ich habe mich gar nicht getraut, das zu sagen. Doch, wenn Okay. Sie Wetterbericht anschauen im Fernsehen und Ja. die Wetterbilder Petra, machst ansehen, du? dann haben wir meistens 4, 5 Grad mehr wie die anderen Regionen in Deutschland. Es ist wirklich so. Das ist wirklich so. Also das heißt Markgräflerland, Dolce Vita, Ja. das passt Ja. das zusammen? Weil mir wurde gesagt, wenn du hier bist, du darfst auf gar keinen Fall sagen, das ist die Toskana, das Doch, ist das so darf man mit- abgedroschen, das Nein. wollen die nicht hören und so. Doch, das darf man mit Stolz sagen, ja. Gut. Dieser Duft in der Luft, ja, es riecht so gut. Man muss sich es bitte auch mal anschauen. Können wir das mal ganz kurz zeigen, wie sensationell das aussieht. Das hat aber auch schon so ein bisschen was von so Focaccia, oder? Ja, so ja, Italienisches genau, auch. genau. Boah, mit dem Öl, das da austritt. Genau. Und jetzt weiter. Und? Super, super. So. Das ist Sägemesser. Ja, Guck mal, weil das ist für mich, muss ich echt sagen, wenn ich sowas sehe, ja, wenn das so schön gebacken ist und so ein bisschen kross, das ist für mich so ein Stück Erotik. Ja. Wirklich wahr. Nee, das finde ich super. Das ist so toll. Und das muss man jetzt einmal hier zeigen. so. Oh, das ist ja jetzt, herrlich, oder? Oh. Ist heiß, ja. Erstes Stück bekommt Frederik. Frederik. Wie ist? Hat die Oma gut gemacht? Schmeckt? Ja. Müssen wir noch testen. Ja, aber er ist beschäftigt mit Genießen. Da kann man nicht viel Ja. reden. Wenn man Stimmt. genießt, da ist man... Also, Toll. Vielen, vielen Dank für diesen Backkurs. Und ich habe euch ja versprochen, ich habe was. Warte mal kurz. Eben, ich habe so Trüffelbutter mitgebracht. Ja. wow. Ganz vergessen. Vollgemein. Zeichnet. Den macht man wirklich gut, gell? Oh ja. Was ich noch fragen wollte, ist gut, oder? Guck mal. Was ich noch fragen wollte, der Name, wo kommt denn der eigentlich her? Schaweije, Ja, Schaweije. weil es zusammengeschart wurde. Am Ah. Rest vom Teig wurde einfach zusammengeschart. Und dann gab es irgendwann mal so einen Fladen. Und den hat man bestimmt mal gut gefunden und hat es weitergemacht. Es ist so genial, weil es ja so simpel ist von den Zutaten. Gell? Du hast Öl, du hast Salz und trotzdem schmeckt es so gut. Seid ihr zufrieden da drüben? Ist gut? Ja. Jetzt müssten die Kollegen aber gleich kommen, ey. Oh, ich höre es hinter mir schon knattern. Hallo. Guten Tag, guten Tag. Darf ich vorstellen, der Vespa Club aus Freiburg. Alles gut? Oh, da sind eine ganze Menge. Guten Tag, Hallöchen. Guten Tag, hallo, hallo. Guten Tag, hallo. Endlich nicht mehr alleine. Der Vespa Club Freiburg nimmt mich mit auf seine Ausfahrt durchs Markgräflerland. Erstes Päuschen am Brunnen in Britzingen. Oi, oi, oi. Sag mal. Sieh mal. Warte mal. Oh, ist sie schwer. So, warte. Oh, da, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.
Ja, wo ist denn der Chef? Da vorne. Hallo, hi. Oh, Andreas, Hey grüß Johannes, dich. grüß dich, hi. Das war so großartig, als ihr eben so hinter mir angeknattert kamt. Ja. Und eins muss ich direkt sagen, es ist so viel schöner, mit so einer Gruppe zu fahren, als alleine. Ja, wir sind heute mit knapp 20 Leuten unterwegs. Ja, aber der Club ist größer, oder? Ja, wir haben 100 Mitglieder. Ja. Du bist ja richtig Montur hier. Ja. Komm, ey, zeig dich mal bitte. Warte, Guck mal, so, hier, guck unser mal. Andreas. Oh, Du bist der Vorstand, ja, oder? Ich bin der Vorstand, der Präsident sozusagen. Im Vorstand sind wir mehrere, aber ich bin der Präsident, ja. Und ich habe ja hier von Klaus eine bekommen. Ja. Ist das jetzt hier so die Anfängervariante, die ich habe als Vespa? Das ist sicher die Anfängervariante, wenn du wenig Erfahrung hast auf Motorrädern. Ja. Und wenn du nur einen Autoführerschein hast, kannst du damit aber wunderbar durchs Land und durch die Stadt fahren. Okay. Etwas langsamer als wir, aber auch schön. Wo ist denn der Klaus da? Klaus! Nee, noch kein Kratzer, Klaus. Hast du gesehen? Noch kein Kratzer. Sieht aus wie neu. Ja, kann aber noch werden, gell? Ihr habt ja richtig schöne alte Maschinen dabei, gell? Wer hat die schönste Vespa? Ich! Ja, alles klar, alle hin. Der ist ja wirklich super. Auch wenn oder gerade weil sie alle schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel oder sagen wir besser Sattel haben, diese alten Motorroller, die sind großartig. Und der Sound. Meine knattert ja überhaupt nicht. Nee. Warum ist das so? Ist das so eine blöde Frage? Oder? Keine Mischung. Was? Du hast Zweitakt zu viel. Das sind Viertakter. Okay, ihr habt Zweitakter. Ja. Und ich habe einen Viertakter. Okay, aber wenn es knattern muss oder soll, dann ist es ein Zweitakter. Okay. Und das heißt, so wie die aussieht, das ist ein Zweitakter, oder? Das ist ein Zweitakter. Ja. Das Ziel ist, man versucht, dass da möglichst alles noch original bleibt, oder? Ja, also es ist zwischen das Restaurieren, Lackieren und momentan ist es Mode, das Original zu halten, so gut wie es geht, damit sie jetzt den Wert erhalten. Ja. Was würdet ihr sagen, was sind die Highlight-Touren, die ihr bisher gemacht habt? Also mein persönlicher Wunsch war meine blaue Vespa vor dem Pisa-Turm. Ja. Und dann ein Foto machen mit dem Handy, das war so mein geil. Highlight. Andiamo, oder wie die Italiener sagen. Wir knattern weiter zu einem Ziel, das schon die alten Römer liebten. Badenweiler, unser nächster Boxenstopp. Guck mal, schön im Eingang geparkt hier, gell? Praktisch, dass hier ein trockenes, warmes Plätzchen auf uns wartet. Du läufst doch hier mit dem Bademantel immer durch, oder? Die römische Badruine Badenweiler. Das muss damals so eine richtig schöne, schicke Therme gewesen sein. Die Römer haben es damals schon gewusst hier, wie schön es ist. Also das ist wirklich ein super Ausflugstipp. Gerade wenn so schlechtes Wetter ist, Badenweiler. Es lohnt sich. Zum einen gibt es hier eine wunderschöne moderne Therme, die kann man besuchen. Und das ist tatsächlich eines der bedeutendsten römischen Denkmäler, die so gut erhalten sind in ganz Baden-Württemberg. Ja, das Wetter ist doch nicht so Dolce Vita. Trotz Wolkenbruch, der Vespa-Club Freiburg will mir unbedingt noch eine echte Perle zeigen. Ein Ausflugsziel hoch über dem Markgräfler Land. Schloss Bürgeln. Tolle Aussicht, die ihr mir versprochen habt jetzt hier. Das ist die tolle Aussicht. Die ist ja super, die Aussicht. Du kannst dir hinter den Wolken die Vogesen vorstellen. Da Ja. vorne ist Basel. Ja, hier auf der siehst du, Seite. Genau. Aber da macht es ein bisschen auf, siehst du hinten. Wo denn? Da hinten. Oh, stimmt, da hinten. Blauer Das Himmel. ist das, was man Sonne nennt da hinten. Una mattina mi son deciso, io ti lascio il mio bel paese per averti qui con me. Ich habe es mir genauso vorgestellt. Rheintal links, Schwarzwald rechts und mittendrin das Markgräfler Land. Für mich geht es weiter Richtung Kandern, wo ein echtes Multitalent lebt und arbeitet. Ein Meister in Sachen schöner Künste.
Bildhauer, Gastronom und irgendwie auch Lebenskünstler und Motorradfahrer mit ein paar PS mehr unterm Po als ich. Konrad Winzer. Ich weiß gar nicht genau, wie man dich beschreiben soll, Konrad. Sag ich Bildhauer, sage ich Gastronom? Was also in erster Linie Bildhauer. Ja, oder das wäre schon vernünftig. Das ist schon mal nicht schlecht, ja. Weil ich habe 14 Semester Kunst studiert in Stuttgart. Das ist also meine Hauptaufgabe. Ja. Ja. Aber das ist natürlich schon ein sensationeller Platz hier, oder? Ja. Also wir sind halt da mitten im Markgräfler Land. Mitten drin zwischen Mülheim und Basel. Da haben Sie den wunderschönen Blick. Sag mal, es ist bei mir so, es wird dich nicht überraschen, ich habe keine Kunstgeschichte studiert. Ja. Kannst du mir anhand einer deiner Skulpturen einfach mal deine Kunst erklären und näher bringen? So, was macht's aus? Vielleicht, weiß ich nicht, eine von den Großen oder so? Also, ist das eine doofe Frage? Nein, ist überhaupt keine doofe Frage. Also, es geht immer um die menschliche Existenz. Ja? Ja. Das sind jetzt 3 Blöcke, das sind 30.000 Kilo, ja, also 30 Tonnen sind das gewesen. Rumänischer Kalkstein. Und da habe ich das Thema behandelt aus dem Alten Testament, die 7 Todsünden. Ja? So, hier haben wir in einer Architektur Geiz, Neid und Hochmut und Völlerei. Hier haben wir Wollust und Trägheit der Herzen. Und hier haben wir Mord und Zorn. Ja? Und diese 3 Blöcke hat Zeit gebraucht von 10 Jahren. In 10 Jahren habe ich die von Hand rausgeschlagen. Ja? Ein Jahrzehnt? Ja, ein Jahrzehnt. Ein Jahrzehnt, ja. Und alles natürlich nicht mit Pressluft, sondern immer mit Hammer und Meißel. Also, die Energieversorgung ist gut von mir. Ja. Mir fehlt nichts, mir mache keine Knochenweh, ich habe kein Gicht, ich bin in Topform. Ja, weil du bist ja auch da nicht eitel, kann man verraten. Sie können mal zu Hause überlegen, wie alt ist dieser Mann? Kurz überlegen, 1, 2, 3. Ich hätte jünger geschätzt, du bist 70, gell? 70, ja. 70. Bis 70 war dieses Jahr im Februar, ja, genau. Ich hätte -5 gedacht, hätte okay, ich gedacht. Ja. Ja, bitte, ich bin auch 29, ist ja klar. Oh je. Siehst du dich an sowas satt oder stehst du manchmal morgens auf und denkst dir, schon ganz schön, wo ich wohne, oder? Nein, also ich muss auch sagen, die Wertschätzung von dem Platz da oben, ich wohne jetzt 40 Jahre da oben und mein Vater hat gesagt, als ich das Haus damals gekauft habe, das war ja alles zusammengebrochen, also es war wirklich einfach auch gar nichts wert. Also dann sage ich, lieber Vater, das kannst du mit Geld nicht kaufen. Ja? Und die Müllhalde dahinter, die architektonische, die kriege ich über die Jahre in den Griff. Ja? Wie all die Bausau. Und das hat dann über 7 Jahre gebaut, bis es dann schlussendlich so fertig war. Aber er hat es noch gesehen, bevor er gestorben ist, und hat gesagt, du hast recht gehabt, das ist ein Platz, das ist unbezahlbar. Und das ist ganz wichtig. Das ist schön. Ja. Konrad Winzer, Bildhauer und eine alte Bausau. Ja, ist es. Und eine alte Bausau. Finde ich gut. Finde ich gut. Das ist eine alte Bausau, genau. Ja. Wenn du dir Sachen überlegst, was ich schon gebaut habe dieses Jahr. Und das ist dann dein Atelier bei schlechtem Wetter? Das ist das Atelier im schlechten Wetter, ja. Wenn es draußen regnet, ist hier drin der Arbeitsplatz. Holz ist jetzt die Wahl im Moment? Holz ist jetzt mein Werkmaterial und bin froh, dass ich mich jetzt im Alter zu dem weicheren Material entwickelt habe. Und ist einfach nicht mehr ganz so anstrengend wie die harte Steinschlag. Warum braucht es denn so eine Küche im Atelier? Das ist ja großartig. Ja, ab und zu koche ich halt für meine Freunde hier oder Gesellschaften kleine. So einfach, dass man im Training bleibt. Und das ist eine schöne Ergänzung zu der Bildhauerei. Koche ist ja was Kreatives und insofern kommt es mir sehr entgegen. Genuss, das ist für dich auch ein Thema, oder? Also ich meine, wenn ich mich hier umschaue, das ist schon alles viel Liebe fürs Detail. Genuss, viel Liebe für die schönen Dinge. Genuss ist ganz wichtig im Leben. Wer nicht genießt, ist ungenießbar. Schwarze Schokolade. Ja, genau so riecht's. Okay. Und der Espresso darf für mich nicht zu viel Säure haben, sondern er muss eine milde Schmelz haben. Und vor allem eine Top-Crema. Genau so ist Salute. es. Salute.
Meine letzte Station, Müllheim, mittendrin im Herzen des Markgräfler Lands. Und hier entdecke ich sogar ein klitzekleines Stück echtes Italien. So entsteht die Liebe. Hallo, hi. Hallo. Hi. Grüß Gott, hallo. Hi Johannes, ich grüße dich, hallo. Ich bin gerade hier draußen vorbeigelaufen, habe so reingeschaut und dachte, boah, das sieht so schön aus bei euch. Ja. Ist alles richtig? Also ich tue es jetzt mal. Ja, Original italienisch? Original. Ja. Mit Produkten aus seiner Heimat hat sich Rocco seine kleine italienische Welt geschaffen. Schon seit vielen Jahren lebt er hier und will auch nicht mehr weg. Was würdest du sagen, was macht die Region für dich aus? Ich habe mich sofort verliebt hier. Weil ich habe gesagt, entweder hier oder nach Italien. Ja, okay. Weil nicht, keine andere Region hat mir das gegeben. Nur wenige Schritte entfernt finde ich noch eine weitere feine Adresse für Dolce Vita, für süßes Leben. Hallo. Hallo. Hi Andrea, ich grüße dich. Grüß dich, Johannes. Hi Johannes, hi. Hallöchen. Na, schön, dass du da bist. Das ist ja wirklich, das ist ja der schnuckeligste Schokoladenladen. Das ist ja großartig. Dankeschön. Was ich so toll finde, wenn man in so einen Laden kommt, du hast sofort diesen natürlichen Geruch von Schokolade. Genau, da riecht's nach Schokolade. Das ist Kakao. Das riecht nichts künstlich. Andrea, wir machen ja heute was ganz typisch ist fürs Markgräfler Land. Was machen wir denn? Wir machen heute Schwarzwälder Stielkirsche. Das ist auch meine persönliche Spezialität. Die steht? Die steht hier. Guck mal, das sind die Schwarzwälder Stielkirsche. Und wenn du die anschaust, die haben ja nirgendwo eine Auflagestelle. Ne? Ja. Weil die werden hängend produziert. Und das isst man mit Stiel. Also das ist tatsächlich noch ist das nicht Schokolade, das ist der Holzstiel noch oder der Genau, das ist der Kirschstiel. Und da ist auch die ganze Kirsche drin mit dem Stein. Okay. Also wenn du es probierst, dann pass auf, dass dir nichts passiert. Darf ich probieren? Ja, ich möchte es gerne. Unbedingt. Ich würde mich total freuen. Wir sind uns schon einig. Das ja, so, dann gebe ich das mal auf die Hand. Bitte schön, hier ist das Pralinchen für dich. In den Mund. Und wenn du es in den Mund steckst, machst ganz rein und dann beißt drauf, dann knackt die Schokolade. Dann kommt das Kirschwasser, die ganze Kirsche mit dem Stein. Das sind so unterschiedliche Dinge passieren da, ne? Ich glaube, ich musste mich beim Schokolade-Essen das erste Mal gerade eben konzentrieren. Also siehst du, du beißt rein, dann macht sich das Kirschwasser so langsam breit. Genau. Und dann mit der Schoki. Dann vermischt sich das so, eben dann kommen so die ganzen Aromen und das ist so ein kleines Stückchen Schwarzwald. Und was machen wir jetzt? Das machen wir. Gut. Was machst du in der Zeit? Ich beaufsichtige dich. Ja, das ist völlig okay. Tiefer, tiefer, tiefer. Sehr schön. So, und jetzt so gerade kurz an der Oberfläche ditche. Ja, super. So. Perfekt. Dauert doch ein bisschen, ne? Ja, klar. Ich meine, jede Kirschpraline ist halt Handarbeit. Rein halber Stiel. Halber Stiel, genau. Und dann, wie gesagt, schön abtropfen. So abziehe. So ist gut. So. Perfekt. Ja, vielen, vielen Dank, dass du mir das gezeigt hast heute. Ja, das machst du echt klasse. Eins darf hier im Markgräfler Land auf gar keinen Fall fehlen. Schließlich wächst er hier überall. Der Wein. Blühwein heißt mein letztes Ziel. Ein Event, bei dem Blumen auf Wein treffen. Weinprobe im Blumenfeld und Blumenpflücken inklusive. Das ist eine großartige Idee und kommt von zwei richtig guten Freundinnen. Hanna ist gelernte Winzerin und betreibt in Müllheim eine Vinothek, in der sie nur Markgräfler Weine verkauft. Morlin ist Slowflower-Gärtnerin. So, bitteschön. Sehr zum Wohl Dankeschön. euch. Cheers. Herzlich willkommen heute zu unserem
ersten Glühwein in diesem Jahr. Glühwein geht dieses Jahr schon ins 3. Jahr und es ist, glaube ich, das Allerschönste, was passieren konnte. Schön, dass ihr da seid. Willkommen. Willkommen zum Wohl. Zum Wohl. Ist das schön? Ja, ganz nett mal. Dann viel Spaß beim Entdecken. Euch auch. Dankeschön. Und darf jetzt abgeschnippelt werden, was die Leute möchten? Was den Leuten gefällt tatsächlich. Okay, Da bin ich ziemlich locker. Okay, aber ist alles schon bereit, oder? Ja, also die Pfingstrosen kann man erst ernten, wenn die so Marshmallow weich sind. Ich hoffe, das haben die gerade mitbekommen. Aber, aber mein Gott, ja, doch, eigentlich schon, was dich anspricht. Slow Gardening heißt, die Blumen wachsen in ihrem natürlichen Rhythmus, ohne Kunstdünger, zur Beschleunigung oder Verzögerung. Einen Verkaufsladen hat Molly nicht. Sie verschickt ihre Slow Flowers deutschlandweit per Post. Oder die Blumenfreunde kommen direkt ans Feld. Blumen gibt es bei dir auf verschiedene Arten, oder? Ja, genau. Tatsächlich habe ich das Feld nur für besondere Anlässe offen, weil sonst unser Arbeitsplatz ist. Aber man kann an unsere Blumen kommen. Halt, da vorne siehst du unseren Feldstand. Da kann man immer vorbeikommen. Das ist eigentlich versuchen wir ihn immer gefüllt zu haben. Ja. Und sonst halt verschicken wir die Blumen. Das habe ich gesehen. Da bin ich vorbeigefahren und da muss man dann zahlen auf Vertrauensbasis, oder? Ja. Ja, aber es funktioniert wahrscheinlich gut, oder? Ja, seit ich die Kasse gewechselt habe und nicht mehr irgendwelche Teenager mir das klauen, läuft's gut. Gut, sehr gut. Eine gute Investition. Schön. Ich probiere übrigens auch, dass das hier noch ein bisschen perfekter wird. Das ist auch so ein Strauß. Ich finde das schon mal sehr gut. Ist das schon ein guter Du hast Anfang? eine der wenigsten, die so sind hier auf dem Feld gefunden. Gutes Auge. Oder halt ein bisschen Glück. Vielleicht auch Glück. Dann tigere ich noch ein bisschen rum, ja? Ja. Vielen, vielen Dank. Ach, guck mal, da drüben ist aber auch ein schöner Strauß. Was habt ihr denn da? Ach, guck mal. Nicht schlecht. Wo habt ihr die denn her? Ja, ich von da vorne. Ich bin noch nicht weit gekommen. Ja, okay. Ach, guck mal, da hinten aber auch. Sie waren aber auch erfolgreich. Sie waren aber auch erfolgreich. Klein, aber fein und fein. Ja. Aber ist das nicht cool? Weißt du, Guck mal, wie unterschiedlich. Wir haben alle dasselbe Feld Ja. und die Sträuße sind so unterschiedlich und das erlebe ich jedes Mal und das feiere ich so sehr. Ja. Morlins Motto: Keine Blume muss perfekt sein. Jede ist trotzdem wunderschön. Ja. Schwätze? Ja, ein bisschen viel geschwätzt, oder? Simon, darf ich? Ja, klar. Dankeschön. Was bei einer Weinprobe hier im Markgräflerland natürlich auf gar keinen Fall fehlen darf, ist der Gutedel. Nach wie vor die wichtigste Rebsorte hier im Markgräflerland und ich glaube, ja, für uns Markgräfler wirklich, wie viele sagen, Nationalgetränk. Nur hier im Markgräflerland wird er so großflächig angebaut. Er hat wenig Alkohol, ein Wein für viele Anlässe, aber eben auch ein Sensibelchen. Im Ausbau bedarf es Fingerspitzengefühl. Warum heißt du Gutedel? Ich weiß es nicht. Wisst ihr es? Ich. Ja, die Geschichte. Erzähl du, was hast du gelesen? Dass sich diese Winzer zusammengesetzt haben und gesagt haben, wie nennen wir jetzt den Wein? Und dann haben sie gesagt, so wie unsere Frauen sind, gut und edel. Und das fand ich toll. Und da will natürlich keiner widersprechen. Das wird mit Sicherheit so gewesen sein. Ja, jede Flasche ist irgendwie für sich ein kleines Kunstwerk. Und ja, das ist so ein ganz, ganz großes Privileg, wo ich wirklich sage, das auch gemeinsam mit Menschen erleben zu dürfen, das macht Wein so lebendig. Und deswegen ist es so ein ganz wichtiges Kulturgut. Und da geht es darum, das auch bewusst zu genießen. Hast du schon? Ich habe das Gefühl, es ist eine Region, da kann man es sich gut gehen lassen. Ja, wer das möchte, kommt hierher. Und mein zweiter Punkt ist nämlich der, wer hierher kommt, soll ein bisschen Zeit mitbringen, weil, wenn man hier ist, soll man ein bisschen Tempo rausnehmen. Nicht durchhetzen. Ich habe das gemerkt mit der Vespa, man muss ein bisschen Zeit mitbringen und ein bisschen gucken. Geht ihr da mit? Ja. Absolut. Gut, also, das war das Markgräflerland. Schön, dass Sie dabei waren. Cheers. So, ist doch gut. So, also, die Experten haben genickt, das passt alles. So, wunderbar. So, sehr guter Wein.